Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das neue Epic Set ist da. Epic Barbecue Set ist am Start. Die Grill Epics sind hier. Das Ganze wurde ja schon letzten Monat bereits angekündigt und das ist das erste von zwei komplett neuen Sets, Epic Sets, die es ins Game geschafft haben. Das zweite ist ja das Samurai Set. Das ist noch nicht da. Das wird mit irgendwelchen spezifischen Events dann irgendwann zusätzlich erscheinen. So, das ist zumindest das, was soweit bekannt ist. Was das für Events sein werden, keine Ahnung. Aber man kann auf jeden Fall hier die neuen Epics sich schon mal grabben. Und das Ganze ist aktiv vom 13. bis zum 19.07. Das heißt, die komplette Woche haben wir dafür Zeit, die Epics zu finden. Ansonsten könnt ihr natürlich auch ganz easy in der Ehrenhalle gucken. Das haben wir gestern tatsächlich schon auf dem Main gemacht. Hier haben wir schon alle Items soweit zusammengetragen, sind jetzt hier bei 99,10 und jetzt fehlt mir hier eigentlich nur noch das neue Ninja-Set oder Samurai-Set. Dann sind wir hier wieder auf den vollen 100%. Und ja, die restlichen Items, die haben wir jetzt hier schon bereits ja, collecten können. Warte mal, bei den Epics müssen wir natürlich gucken. Und ja, mit Hilfe des Chats wieder mal. Gestern hatten wir, ne, hier, das war die eine Waffe hier. Gestern hatten wir wieder gestreamt, beziehungsweise vorgestern war es, glaube ich, gewesen. Hier, ne, also ja, ihr kennt ja die ganzen Waffen. Ne, das Ganze natürlich auch mit Beschreibung dann dazu. Ne, wer auch immer Heinz ist, er liebt es, seinen Ketchup ungefragt dazuzugeben. Ja. Also die Beschreibungen sind wieder 1A. Und hier sieht man jetzt schon, das ist dann hier ein anderes Set, ja, mit den Ninja-Items. Und genau, ja, also wir werden das Ganze heute auch wieder machen. Also ich bin heute Abend auch wieder live. Ich denke mal so gegen 18, 19 Uhr bis 21 Uhr. Und da werden wir versuchen, auf den Servern, auf denen ich spiele, auch das Set zusammenzukriegen. F9 haben wir ja gestern bereits schon erledigt, haben wir schon fertig. Also hier haben wir unser Set schon zusammen. Jetzt heißt es, dass wir heute noch auf F21 gehen, auf den Battle Mage und dort unser Set zusammentragen. Also alle, die auf dem Server spielen sollten, sehr gerne heute Abend einschalten. Dann könnt ihr dort dann live mitverfolgen und miträtseln, ja, wer was trägt und wen man angreifen muss, um halt eben auch schnellstmöglich wieder auf die ja, 100% Sammelalbum zu kommen. Beziehungsweise das, was halt im Moment gerade machbar ist. Und dann auf F24, dort werden wir auch die Items sammeln, also auch an die Leute, die auf F24 spielen, sehr gern heute Abend einschalten. Dann werden wir ja mit dem Chat wieder zusammen versuchen, alles rauszufinden. Ich glaube, das geht relativ schnell diesmal, weil ja, die Epics gibt es ja jetzt schon seit Anfang der Woche. Ja, seit gestern. So. Und wenn wir heute Abend reingehen, ich denke mal, da werden die meisten schon ein paar Sets gefunden haben und eventuell auch abgespeichert, sodass wir wahrscheinlich heute Abend leichtes Spiel haben werden. Wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Gestern auf F9 waren wir ja ein paar Stunden drin, nachdem das Epic-Event dort freigeschaltet war. Und dort hatten wir auch schon ein paar Leute gehabt, die sich komplett equipped haben. Und im Prinzip hatten wir dort nur 3 Chars benötigt, um das komplette Set einmal zusammenzubekommen. Ja, also 3 Angriffe für alle Items hier. Ist halt so Best Case. Wenn alle ja, maximal equipped sind, ist das natürlich super. Genau, ansonsten ja, sieht das soweit ganz gut aus, denke ich mal. Wir sind auf EU29 und zu dem Event kommt natürlich auch also das Grill-Set-Event, dass wir hier die ganze Woche über, dass wir die ganze Woche über auch Epic Kaufrausch haben. Das heißt, Epic-Event können wir jederzeit rein in den Waffenladen, Zauberladen und können uns jederzeit Epics holen, mit halt eben auch der Fundchance auf dieses Grill-Set. Was natürlich ganz nice ist, denn gerade auf EU29, dort wo der Progress ein bisschen schneller vorangeht, ja, ist es natürlich ganz nice, hier ein wenig mehr Epic-Event zu haben als für gewöhnlich. Wir haben hier zum Beispiel 128er Aura im Moment. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall auch schon mal ja, nach neuen Items suchen und gucken, ob hier was dabei ist. Ne, zum Beispiel das Item hier, das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Da können wir das nämlich schon mal nehmen. So, Festungsevent haben wir allerdings nicht. Trotzdem kriegen wir einen großen Edelstein, aber einen Geschick-Edelstein, damit können wir leider nichts anfangen. Und einen Intelligenzstein, ja. Den behalten wir uns mal auf.
Falls wir eine Waffe kriegen, ist das natürlich ganz gut. Aber ich glaube, ja, wir haben kein Festungsevent. Obwohl wir jetzt hier 3 große Edelsteine hintereinander bekommen haben. Was natürlich ganz nice ist. So beschwert man sich natürlich nicht, ne? Ja, doch, wir kriegen hier nur große Edelsteine gerade. Nochmal Grillset, Fundchance, das Epic. Ne, das ist kein Festungsevent hier am Start und wir bekommen nur große Edelsteine. Das ist natürlich nice. Genau. Ja, vielleicht kriege ich noch irgendwie einen Ausdauerstein oder so. Ah, jetzt haben wir mal einen kleinen bekommen. Den werfen wir auch mal ins Klo. Ja, dann haben wir zumindest schon mal eine Aura-Stufe höher, was auch ganz gut ist. Das kann beides weg und dann können wir uns... Ach. Ich glaube, ich habe den Gürtel verkauft. Ah nee, der ist ja hier drin. Lol. Hä? Es ist schon wieder sehr spät. Tut mir leid. Sorry für die Verwirrung an der Stelle. Ja, und da haben wir auch einen 3-Stat-Epic-Gürtel. Aber gut, it is what it is. Kannst nicht alles haben. Die sind tatsächlich auch besser. Aber ja, dadurch, dass wir jetzt schon 3-Stat haben, würde ich ungern gegen All-Stat eintauschen. Auch wenn es jetzt nicht so viel ausmacht tatsächlich. Schauen wir mal, dass wir hier vielleicht dann doch unsere Main-Stats zusammenbekommen. Vielleicht eine Waffe, das wäre natürlich super, damit wir hier bei dem Dungeon auch wieder ein bisschen weiterkommen. Ja, ich weiß nicht, wie es hier momentan aussieht. Ich habe schon jetzt noch keine Tries gemacht. Ach, das sind ja die Gegner. Ja, wir sind übrigens hier in einem Levelbereich, da hatten wir im Stream relativ viel gepusht gehabt, wo wir in sehr kurzer Zeit sehr viele Level gemacht haben. Und das hat sich natürlich hier auch bemerkbar gemacht dann, ne? Jetzt standen wir hier halt eben von den Fernweltler, danach kommt ja die Mordmaschine. 119, nice. Das sind 2 Mages, die halt relativ gut blocken. Genauso wie der rote Gnoll. Das ist so das Einzige, aber ansonsten sind die eigentlich relativ easy. Und der danach, das Spiegelbild, kommt ja dann hier nach und das ist ja dann auch eigentlich fast free, sodass man dann ein bisschen weiterkommen kann dann zwischendurch und noch so ein bisschen vom Level her aufsteigt, dass wir eventuell noch eine höhere Gegenstandsqualität finden. Ja, das ist zum Beispiel ein ganz nettes Item hier. Das können wir auch einmal mitnehmen. So, zack. Das wird uns zwar jetzt noch nicht den Gegner hier bescheren, würde ich mal sagen. Falls doch, ist natürlich super. Aber für die letzten brauchen wir, glaube ich, hier noch eine neue Waffe. Ich glaube, der ist auch so machbar. Ich glaube, der ist schon... Ja, doch. Der liegt. Bevor wir uns hier neu equippen, nehmen wir den mal mit, weil der danach ist auch for free. Und dann haben wir hier gleich noch ein paar Level am Start, bevor wir hier ja wieder outdated aus der ganzen Materie rausgehen. Versuchen wir mal hier den noch erstmal zu besiegen. Ja, waren das Bait-Tries? Ich glaube, das waren Bait-Tries gewesen. Das sah nicht gut aus. Vielleicht eine neue Waffe würde auf jeden Fall regeln jetzt hier. Ist natürlich die Frage... Es muss jetzt nicht die allerbeste sein, es würde einfach eine normale, etwas bessere, würde schon reichen, so 125 oder so, muss nicht mal 130 sein. Aber dann wären wir hier schon mal gut bedient, sag ich mal, sodass wir hier auch bei den nächsten Gegnern weiterkommen sollten. Mal gucken. Und da haben wir eine Waffe. Oh, sogar eine 130er. Alter Schwede. Ja, und ja, leider alle Attribute, aber 130er Waffe ist zu crazy. Ich drehe mal am Glücksrad. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Gold rein. Nee, leider nicht so viel. Leider nicht so viel Gold bekommen. Wir können hier noch was verkaufen. Wir haben ja uns auch noch den Stein aufbewahrt, was ja auch ganz nice ist, weil damit können wir jetzt... Also das können wir gleich in die neue Waffe reinsetzen hier, was natürlich super ist. Ich werde mal ganz kurz eine kleine Quest spielen, damit wir uns die Waffe leisten können und damit sollten wir eigentlich auch wieder ein wenig weiterkommen hier mit den Dungeons. So, schauen wir mal. So, da haben wir auf jeden Fall genug Gold für die Waffe am Start. So, das packen wir da rein, zack. Verzauberung haben wir ja noch nicht. Hier, ja, ich weiß nicht, ob ich die eigentlich noch brauche, die Waffe, ich glaube nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine frische neue Waffe, beste Gegenstandsquali und damit sollten jetzt die Gegner eigentlich relativ easy liegen. Ja, 121 haben wir am Start, dann haben wir hier einmal den Retzrott, ja, der ist auch relativ easy, 122, so. Haben wir sogar noch ein neues Item hier bekommen,
was wir jetzt auch gleich mal wechseln werden. Dann brauchen wir uns das nicht mehr kaufen, auch wenn es, na, obwohl 127 ist noch relativ up to date. Mordmaschine, gucken wir mal. Ja, sollte auch machbar sein, da war ein Try eben schon dabei. Das wird, glaube ich, ja, also es sei denn, wir sind jetzt sehr unlucky und der wird jetzt, ja, ich wollte gerade sagen, wird jetzt in den nächsten paar Schritten nichts. Was halt jetzt ganz geil ist, wir können halt jetzt die Dungeons hier automatisch freischalten. Ich relogge mich mal ganz kurz und eventuell kriegen wir hier auch noch den einen oder anderen Gegner down, bevor wir uns hier noch weiter im Zauberladen auch equippen, und im Waffenladen fehlt mir ja auch noch das ein oder andere Item. Des Weiteren können wir auch noch immer weiter pushen, also ist ganz cool, dass wir auf dem Server jetzt hier Epic Event haben, weil dadurch kriegen wir hier einiges an Level relativ schnell zusammen, was wir wahrscheinlich vorher jetzt nicht so schnell bekommen hätten. Guckt euch das mal an, 129 hier in aller kürzester Zeit. Jetzt sind wir schon auf 140 von der Gegenstandsqualität her. Märchenturm haben wir freigeschaltet und damit auch die Begleiter und den Würfelspieler. Ja, weil immer viele fragen, wann bekommt man diesen Würfelspieler? Da habt ihr es gesehen. Jetzt nochmal mit eigenen Augen. Und mal gucken, ob der Nachttroll jetzt auch liegt. Die 2 Krieger davor gingen auch. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ansonsten, ja, ihr seht ja immer so 2 Level-Ups oder so pro Gegner. Das scheppert richtig ordentlich rein. Und damit können wir uns auch eigentlich schon wieder fast komplett neu equippen. So, ne? Also es geht relativ schnell. Ne? Deswegen, ja, das denke ich mal, werden wir dann aber weiterführen im Livestream heute Abend, nachdem wir unser Set auf den Servern so weit zusammengesammelt haben. Ihr seht, Riesenpotenzial ist noch da, aber das machen wir dann später im Livestream. Für das Video soll es erstmal soweit heute gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.